Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung über den Bausatz Urgent Dispatch von Masterbox im Maßstab 1:35. Das beinhaltet einen Mercedes 170 VK Kraftfahrzeug 2 und ein paar Figuren. Warum das hier als Sonderkraftfahrzeug 2 betitelt ist, weiß ich nicht. Es ist einfach nur Kraftfahrzeug 2. Das ist ein kleiner Druckfehler. Nichts weiter Schlimmes. Im Grunde genommen, also ein Mercedes 170 mit Funkausrüstung. Im Bausatz gibt es glaube ich schon 1, 2 Jahre. Bin mir nicht ganz sicher. Masterbox hat ja immer wieder mit tollen Figuren überrascht, in ungewöhnlichen Posen, und das ist hier nicht anders. Und auch die Bausätze, die man sonst immer schon so gesehen hat, waren nicht übel. Und ich denke, der kleine PKW da ist doch recht interessant, dass man den mal näher unter die Lupe nimmt. Wenn man die Schachtel öffnet, springt einem hier dieses kompakte Päckchen entgegen. So was sehe ich persönlich nicht gern, wenn alles in einer Tüte zusammengestopft ist. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob da auch alles heil geblieben ist. Dann fangen wir mal mit der Bauanleitung an. Was sie mir mit Wehrmaht Ausfuhrung 170 VK sagen wollen in Bezug auf den Bausatz, ist mir schleierhaft. Da hat es hier noch ein paar Warnhinweise auf Englisch, Deutsch und Russisch. Ja, schön und gut. Ich werde mir das jetzt nicht durchlesen. Das ist ein bisschen seltsames Deutsch. Dann finden wir hier eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen fürs Fahrzeug. Das erleichtert ein bisschen die Orientierung, falls man Teile sucht. Dann geht hier der Bau los. Das ist hier immer so in grobe Schritte unterteilt. Hier zum Beispiel Motor und dann der Rahmen. Bilder sind sehr klein. Ich denke, das wird den älteren Modellbauern dann eher Probleme bereiten. Ja, die Pfeile sind ein bisschen uneindeutig. Das heißt, ja, irgendwo hier hin, aber wo genau? Ja, das wird sich dann aus dem Kontext ergeben, wenn man das baut, vermute ich. Oder will ich zumindest hoffen. Hier dann der Rahmen. Also gut ist, dass pro Bauschritt immer relativ wenig Bauteile zu verbauen sind, manchmal nur 1 oder 2. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Da kommt man nicht so leicht aus dem Konzept. Ja, hier sind auch ab und zu ein paar so Abbildungen, die ein bisschen was verdeutlichen sollen, weil es einfach nur sagt, ja, hier ran, und dann wird nochmal gezeigt, wie sich das dann gestalten soll, wenn es dran ist. Aber das ist ein bisschen uneindeutig, möchte ich mal sagen. Ich denke, besonders Anfänger hätten da jetzt nichts zu lachen. Genau, hier dann die Karosserie. Ja, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können bei der Gestaltung des Bauplans, finde ich. Da bin ich Besseres gewöhnt. Ich meine, das ist jetzt nichts Unlösbares, aber ich habe es eigentlich nicht gern, wenn ich dann immer auf so kleinen Bildchen nur so grobe Pfeile in irgendeine Richtung habe. Ja, so hätten wir das gern. Das ist ganz eindeutig beschrieben, woran. Ja, jetzt dann noch Optionen, wenn man hier die Windschutzscheibe da ausgestellt darstellen möchte.
oder auch umgeklappt. Ist alles möglich. Hier dann das Verdeck, das kann man auch eingeklappt und ausgeklappt bauen. Auch mit den Scheiben hochgekurbelt oder runtergekurbelt. Ja, die schöne Funkausrüstung, selbstverständlich kommt die auch dazu. Reserverad. Und man kann auch die Funkausrüstung, wenn man möchte, im Kofferraum verstauen. Ja, hier dann nochmal alle Varianten, komplett geschlossen, komplett offen mit Funkgeräte draußen, offen ohne Funkgeräte und ja, diverse Scheibenoptionen gibt es auch noch und Verdeckoptionen. Ja, wir können auch den Kofferraum offen darstellen. Genau, so sieht es dann fertig aus. Informationen zu den Figuren finden wir auf der Rückseite von der Schachtel. Auch hier eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Vallejo und Live Color. Selbst bei den Figuren. Da haben wir hier den Gießast und dann auch die Teile. Das ja, sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber eigentlich ist es selbsterklärend, wie die Figuren zusammenzubauen sind. Es sind 4 Stück an der Zahl. Und hier dann noch ein paar Varianten, was die Tarnung angeht. Dann haben wir 2 graue Fahrzeuge und 2 abgetarnte Fahrzeuge mit Sandgelb und ein bisschen so einem hellbraun. Es ist aber nicht näher beschrieben, zu welchen Einheiten und so weiter die gehören sollen. Dann schauen wir uns mal die Gießäste an im Bausatz. Es sind mehrere so mittelgroße Gießäste. Ja, hier und da ist ein bisschen Fischhaut zu sehen. Hier ein bisschen so Rückstände vom Guss, aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, hier ist natürlich auch ein bisschen Fischhaut dran, aber das sollte sich eigentlich schon sauber machen lassen. Mit einem scharfen Messer das bisschen abkratzen. Ja, ich meine, man ist ja schließlich Modellbauer. Das sollte schon hinhauen. Ja, hier innen im Verdeck Auswurfmarken sollte man aber eigentlich kaum sehen können später. Dafür sind in den Radkästen keine Auswurfmarken. Der ganze Gießast ist ein bisschen verbogen, aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. In dem Gussast befinden sich dann vom Fahrzeugrahmen Teile und vom Motor. Und insgesamt fällt mir da sofort auf, dass der Guss hier wesentlich besser ist. Die Details sind viel schärfer und auch ist überhaupt keine Fischhaut zu sehen. Was mich dann doch etwas erstaunt, dass es innerhalb eines Bausatzes dann doch ein paar Unterschiede gibt. Etwas seltsam. Aber so ist es eben. Ja, hier sind sehr schöne Details. Auch der Motor. Ja, ist fast schade, dass man den später vielleicht unter der Motorhaube versteckt. Da hat man aber zum Glück auch die Option, das offen darzustellen, wenn man möchte. Hier dann haufenweise Felgen und ein paar so Außenteile. Auch hier eigentlich schöner Guss. Hier ist eine Sinkmarke drauf. Aber ich denke mal mit dem Klecks Spachtelmasse sollte sich das bereinigen lassen. Ja, sehr filigrane Teile. Und auch dieser Gießast ist sehr gut gefertigt, ohne Fischhäute. Die Motorhaube kann man ja offen darstellen. Da finden sich innen
2 große, erhabene Auswurfmarken. Die kann man natürlich problemlos mit dem Messer abkratzen. Einmal nochmal mit dem Schleifpapier drüber und das war's. Also sehr einfach. Hier der Gießast mit den ganzen Karosserieteilen. Und der ist auch wieder sehr schön gegossen. Ohne Fischhäute und Grat. Die Details am Verdeck könnten ein bisschen schöner sein. Der Faltenwurf und so. Das sieht ein bisschen platt aus. Ja. Der Gießast ist auch nicht verbogen oder so. Brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Und die Funkgeräte haben eigentlich auch hübsche Details an der Vorderseite. Ja, ist komisch, nur der erste Gießast, der war irgendwie ein bisschen lausig im Vergleich zu den anderen. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Finde ich auf jeden Fall irritierend. Die Reifen liegen hier als schwarze Weichplastikteile bei. Das Reifenprofil sieht mir zufriedenstellend aus und es sind auch kleinere Schriftzeichen zu erkennen. Ich glaube, das sind die Durchmesserangaben vom Reifen. Grundsätzlich würde ich Hartplastikreifen natürlich bevorzugen. Auf die Dauer, wenn man das ins Regal stellt, erweist sich das oft als besser. Die Weichplastikteile bleiben gern am Regal oder wo auch immer das dann länger steht, kleben. Ja, ist nicht so toll, aber wer will, kann sich ja auch riesigen Reifen holen, wenn es arg stören sollte. Die Klarsichtteile sind hervorragend gegossen, schlierenfrei, äußerst klar und auch keine Fischhäute in Sicht. Das Einzige, was mich stört, ist die Dicke. Das ist dann eher Panzerglas als normales Fahrzeugglas. Aber ja, irgendwo muss man natürlich auch eine Grenze ziehen. Ist schon in Ordnung. Also abgesehen von der Dicke nichts dran auszusetzen. Die Abziehbilder sind auch ein paar vorhanden für Instrumente innen, die ganze Tacho und so weiter. Und dann noch Nummernschilder und ein paar taktische Zeichen. Wie man sehen kann, vorgeschlagen sind 4 Wehrmachtsfahrzeuge und 2 Luftwaffenfahrzeuge. Allerdings ist natürlich nirgends erklärt im Bauplan oder auf der Packung, was für Einheiten das dann sein sollen. Da weiß eben nur durch die Einteilung hier auf dem Abziehbilderbogen, was zu was gehört. Das ist ein bisschen schade, lässt sich aber mit ein bisschen Recherche wahrscheinlich herausfinden. Die Fahrzeuge waren wahrscheinlich auch relativ häufig, besonders in den frühen Kriegsjahren. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ansonsten, dünne Abziehbilder, sauber gedruckt und kein großer Trägerfilm. Also gefallen mir sehr gut. Hier dann zum Schluss noch die Figuren. Die sind in typischer Masterbox-Qualität gefertigt. Hier und da sind ein paar Fischhäute, ein bisschen Grat, aber nichts, was man mit einem scharfen Messer binnen Minuten wegkratzen könnte. Ich bin ein großer Fan von den Masterbox-Figuren. Allein schon die Posen sind erstklassig, der Preis ist immer sehr gut und auch die Passgenauigkeit ist immer klasse. Also da gibt's echt nichts zum Meckern. Ja, auch die Gesichter sehen echt schön aus. Ist ja was man nicht so oft sieht bei Plastikfiguren. Die sehen manchmal ein bisschen aus wie so Zombies oder Orks, keine Ahnung. Zaumzeug liegt jetzt für das Pferd natürlich keins bei, aber das kann man recht einfach selber herstellen mit dünnen Papierstreifen, die man am besten aus der Bauanleitung ausschneidet und mit Sekundenkleber befestigt. Und wenn man das dann noch mit Sekundenkleber ein bisschen drängt, wird es hart wie Plastik und lässt sich auch sehr schön bemalen.
Da habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Selbstverständlich wird man beim Pferd jetzt um kleinere Spachtelarbeiten nicht herumkommen, aber das ist nicht weiter dramatisch. An und für sich hat mich der Bausatz schon überzeugt. Ich finde, die Fertigungsqualität ist im Großen und Ganzen recht gut. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Ein Gießarsch ist aus irgendwelchen Gründen ziemlich fischhäutig geraten. Sollte aber möglich sein, das ohne größeren Aufwand zu reinigen sozusagen. Die Figuren, Masterbox typisch, hervorragend, und interessant ist ja auch, dass ja, alles, was hier in dem Bausatz schon drin ist, an sich ja schon ein Diorama ergibt. Das bekommt man ja jetzt auch nicht so oft geboten. Was mich stört, ist in erster Linie die Bauanleitung. Die finde ich doch stellenweise ziemlich unzureichend und vage. Da hätte man ein bisschen mehr Energie rein investieren können. Aber ich denke, die meisten Modellbauer sind jetzt nicht so auf den Kopf gefallen und werden das schon irgendwie zusammenbekommen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Was mich ausstört, ist, dass in der Bauanleitung überhaupt nicht auf die Bemalungs- und Markierungsvarianten eingegangen wird. Es wird nicht erklärt, welches Tarnschema zum Beispiel zu welchen Abziehbildern gehört oder so. Das bleibt alles völlig offen. Das ist ein bisschen schade. Das ist auch heute alles andere als Standard, und ich hätte mir das schon gewünscht, dass man da sozusagen schon fertige Vorschläge bekommt und dass man sich das nicht selber zusammensuchen braucht. Aber ja, mit ein bisschen Recherche im Internet wird sich das dann auch ergeben. Also ein Bausatz für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Der Beginner wird sich ein bisschen schwer tun mit der Bauanleitung, fürchte ich. Außerdem ist das kleine Fahrzeug auch relativ komplex, also mit vielen kleinen Teilen, und am Schluss soll es dann auch auf allen 4 Rädern stehen. Das ist vielleicht nicht gerade das Beste zum Anfang. Der Bausatz kostet so um die 30 Euro, gute 30 Euro in etwa. Was recht interessant ist, weil Masterbox das Kfz 2 auch einzeln anbietet ohne diese Figuren, und da kostet es eigentlich ähnlich viel. Also wenn ihr dieses Kfz 2 haben wollt, dann würde ich für dieses Set hier stimmen, weil da kriegt ihr einfach nur die Figuren oben drauf, und die würden ja normal auch 7, 8 oder 9 Euro kosten. Muss man auch mal überlegen, ist ja praktisch schon ein Drittel vom Preis. Ich persönlich habe jetzt noch keine genauen Pläne, was ich mit dem Bausatz mal anstelle, aber so wie ich das hier schon auf dem Boxart sehe, ist es eigentlich schon eine ziemlich hübsche Szene, und so in etwa wird es dann auch mal kommen, wenn ich das dann baue. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen, und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamil Kabakas.